Auf Wunsch einiger Zuschauer gehe ich heute mal etwas näher auf das Thema ein: Wie lege ich Einspruch beim Finanzamt richtig ein? Haben auch Sie spezielle Wünsche zu irgendwelchen Themen, wo Sie gerne ein Video sehen würden? Lassen Sie es mich hier unten in den Kommentaren wissen. Schauen wir uns nun an, wie man den Einspruch beim Finanzamt richtig einlegt und was es alles zu beachten gibt. Bleiben Sie dran und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Wie legt man nun Einspruch beim Finanzamt ein? Sie haben Ihren Steuerbescheid in der Hand und haben festgestellt, dass es eine Abweichung von mehr als 10 Euro gibt. Ja, warum mehr als 10 Euro? 10 Euro deshalb, weil Differenzen unter 10 Euro wegen Geringfügigkeit nicht bearbeitet werden. Das ist in der Kleinbetragverordnung geregelt, die auch KBV genannt wird. Die Abweichung kann verschiedene Gründe haben. Zum einen hat das Finanzamt vielleicht etwas nicht anerkannt, oder aber das Finanzamt hat einen Fehler gemacht oder einen Zahlendreher bei der Eingabe. Das müssen Sie eben genau prüfen. Deshalb lesen Sie die Erläuterung genau durch. Dort finden Sie meistens auch eine Erklärung zu den Abweichungen. Und danach entscheiden Sie, ob Sie Einspruch einlegen möchten oder nicht. Die Einspruchsfrist beträgt 30 Tage nach Erhalt des Steuerbescheides. Ja, übrigens wurden im Jahr 2020 über 3,3 Millionen Einsprüche eingelegt und davon waren laut Statistik des Bundesfinanzministeriums 2/3 erfolgreich, also etwa 2,2 Millionen. Ja, wie legt man nun einen Einspruch ein? Dazu stelle ich Ihnen hier in diesem Video ein Musterschreiben zur Verfügung. Das Einspruchsschreiben besteht immer aus bestimmten Formalien und einer Einspruchsbegründung. Die Begründung ist zwar kein Muss, aber ohne Begründung wird Ihr Einspruch über kurz oder lang keinen Erfolg haben. Schauen wir uns die Formalien an. Also aus Ihrem Einspruch muss hervorgehen, wer Einspruch einlegt. Sie müssen also Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, die Steueridentifikationsnummer und Ihre Steuernummer angeben. Ehepartner sollten gegen einen gemeinsamen Bescheid auch gemeinsam Einspruch einlegen. Also das bedeutet, dass im Briefkopf auch die Namen beider Ehepartner stehen und nach Möglichkeit auch beide den Einspruch unterschreiben. Dann brauchen wir das richtige Finanzamt. Sie müssen Ihren Einspruch an das Finanzamt schicken, das Ihren Steuerbescheid auch erlassen hat, auch wenn Sie zwischenzeitlich umgezogen sind. Schicken Sie Ihren Einspruch an ein anderes Finanzamt, kann es natürlich Probleme geben. Also in der Regel wird dann der Einspruch zwar an das zuständige Finanzamt übermittelt, aber trifft das Einspruchsschreiben erst nach Ablauf der Einspruchsfrist ein, ist Ihr Einspruch zu spät eingelegt. Wer das nachlesen möchte, das ist geregelt im Paragraph 357 Absatz 2 Satz 4 in der Abgabenordnung. Möchten Sie die Festsetzung der Kirchensteuer anfechten, gibt es hier eine Besonderheit. Sie müssen Ihren Einspruch nicht an das Finanzamt, sondern an die zuständige Kirchenbehörde schicken. Genauere Informationen dazu finden Sie immer in der Rechtsbehelfsbelehrung Ihres Steuerbescheids. Wenden Sie sich gegen die Festsetzung der Kirchensteuer, zum Beispiel Höhe der Kirchensteuer bei Austritt oder Höhe des besonderen Kirchgeldes, und finden zusätzlich noch einen Fehler im Einkommensteuerbescheid, gegen den Sie Einspruch einlegen wollen, dann ist für den gesamten Einspruch das Finanzamt zuständig. Ja, das ist schon immer ein bisschen verwirrend und man muss das genau eben lesen. Sie müssen angeben, gegen welchen Bescheid Sie Einspruch legen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja gut, wir schauen uns das gleich mal an. Also in den meisten Fällen ist das ja der Bescheid des abgelaufenen Kalenderjahres. Und wenn Sie den Steuerbescheid in der Hand halten, da haben Sie zum Beispiel rechts oben neben Ihrer Adresse steht Bescheid für zum Beispiel 2020 über Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag. Also das sind schon mal zwei Bescheide. Einer für die Einkommensteuer und einer für den Solidaritätszuschlag. Dazu gibt es noch weitere Bescheide, wie zum Beispiel Bescheide über Kirchensteuer, über Riester-Rente, über Arbeitnehmersparzulage, über Verlustzustellung, über Vorauszahlungen und so weiter.
Die einzelnen Bescheide werden auch Festsetzung genannt. Jede dieser Festsetzungen können Sie separat anfechten. Sind Sie zum Beispiel lediglich mit der Festsetzung der Vorauszahlungen nicht einverstanden, können Sie nur gegen diese Einspruch einlegen. Die übrigen Festsetzungen bleiben dann davon unberührt. Aus dem Schreiben muss natürlich hervorgehen, dass Sie Einspruch einlegen. Wenn Sie fälschlicherweise zum Beispiel das Wort Widerspruch oder auch Beschwerde verwenden statt Einspruch, dann weiß das Finanzamt aber trotzdem, Ihr Schreiben richtig zu deuten. Aus der Rechtsbehelfsbelehrung, also ziemlich am Ende des Steuerbescheids, geht allerdings eindeutig hervor, dass die Festsetzung der Einkommensteuer und des Solidaritätszuschlags mit dem Einspruch angefochten werden kann. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch noch eine Einspruchsbegründung. Sie können einen Einspruch einlegen, wenn das Finanzamt etwas nicht anerkannt hat, aber auch dann, wenn Sie vergessen haben, bestimmte Aufwendungen in Ihrer Steuererklärung geltend zu machen. Das holen Sie dann mit Ihrem Einspruch nach und fügen die entsprechenden Belege dem Einspruch bei. Droht die Einspruchsfrist zu verstreichen oder haben Sie gerade keine Zeit für eine ordentliche Begründung, dann legen Sie zunächst Einspruch ohne Begründung ein. Sie können das zum Beispiel so formulieren: Gegen den Einkommensteuerbescheid vom so und so vielten lege ich Einspruch ein, die Begründung folgt. Und hier habe ich Ihnen jetzt mal ein Musterschreiben vorbereitet. Wir haben hier wieder unseren Beispielrentner Willi Weise. Also hier ist Name, Adresse, dann Finanzamt, welches zuständig ist, Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid für das Jahr vom so und so vielten, dann die Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer. Die Steuernummer kann sich mal ändern, die Identifikationsnummer behalten Sie Ihr Leben lang. Die Steuernummer ist immer abhängig von Ihrem Wohnsitzfinanzamt. Ja, und Sie schreiben dann ganz einfach: Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich gegen den oben genannten Steuerbescheid form- und fristgerecht Einspruch ein. Begründung: In dem Fall hier hat unser Willi Weise geschrieben: Ich habe in meiner Steuererklärung Lohnkosten von Handwerkerrechnungen in Höhe von 540 € beantragt. Berücksichtigt wurden nur 420. Sie haben Ihre Abweichung nicht näher begründet oder erläutert. Als Anlage übersende ich Ihnen alle steuerlich geltend gemachten Handwerkerrechnungen mit den dazugehörigen Kontoauszügen als Nachweis der Zahlung. Ich bitte um Prüfung, Anerkennung der beantragten Kosten und Zusendung eines geänderten Steuerbescheids. Mit freundlichen Gruß, Willi Weise. Und dann die einzelnen Anlagen, dass das Finanzamt prüfen kann, dass diese 540 statt der 420 korrekt sind. Und das können Sie dann so zu Ihrem Finanzamt schicken. Manche fragen auch, was kostet eigentlich der Einspruch? Also amtliche Gebühren fallen beim Einspruch nicht an. Sie müssen nur etwas Zeit und Kosten für Papier, Briefumschlag und Porto investieren. Wenn Sie den Einspruch elektronisch einlegen, benötigen Sie gar keine Kosten, sondern nur eben ein bisschen Zeit. Beauftragen Sie allerdings einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt für den Einspruch, dann müssen Sie diesen natürlich bezahlen, und zwar unabhängig davon, wie die Sache ausgeht. Wie bearbeitet nun das Finanzamt Ihren Einspruch? Also zunächst einmal wird geprüft, ob das Finanzamt zuständig ist und der Einspruch zulässig ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, fordert das Finanzamt oft noch Unterlagen oder weitere Erläuterungen zum Sachverhalt innerhalb einer bestimmten Frist an. Halten Sie die Frist nicht ein und beantragen auch keine Fristverlängerung, kann das Finanzamt natürlich negativ über Ihren Einspruch entscheiden. Deshalb halten Sie unbedingt die angegebenen Fristen ein oder beantragen Sie eben eine begründete Fristverlängerung. Ja, und zu guter Letzt beendet das Finanzamt Ihr Einspruchsverfahren mit einer Einspruchsentscheidung. Eine Frist, innerhalb der das Finanzamt über Ihren Einspruch entscheiden muss, gibt es nicht. Also Sie brauchen da auch nicht zu drängeln und nachzufragen. Sie müssen dem Finanzamt so viel Zeit geben, wie es eben möchte. Ja, das war jetzt mal das Wichtigste zum Thema Einspruch. Das Thema selbst ist natürlich noch weit umfangreicher, aber ich denke,
So für Ihren Bedarf war das jetzt ausreichend und ich hoffe, ich habe Ihnen das auch gut erklärt. Sichern Sie sich jetzt unter dem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder die Gratis-Anleitung speziell für Rentner und Pensionäre ebenfalls unter diesem Video. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Dienstag. Alles Gute wünscht Ihnen Jutta Martin.